Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia und ich begrüße alle, die mir folgen und die neu sind. Es ist schön, dass ihr hier seid. Und dieses Video ist eine Antwort auf, eine Fortsetzung von dem letzten Video, wo ich euch gemacht habe. Eine Video-Message hatte ich gemacht über Anti-Starseed-Agenda und habe euch versprochen, ich werde euch noch ein Video machen, wo ich euch helfe, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Bevor wir in diesen Teil des Videos eintreten, würde ich gerne noch eine kurze Randbemerkung vorneweg machen. Auf meinem Kanal findet ihr hin und wieder, immer wieder mal Kongress-Trailer. Die Kongress-Trailer sind unsere Art und Weise zu zeigen, was ist da in dem Interview gesagt worden, was ist da drin, aber wir schneiden die Kongress-Trailer nicht und wir entscheiden auch nicht, was darin geteilt wird. Das ist komplett unseren Kongresspartnern überlassen und es ist immer aus dem Kontext heraus. Die Interviews sind immer 1 Stunde, 1,5 Stunden lang und komplett voll mit Informationen und viele Antworten von mir bauen auf den davorigen Antworten auf, natürlich. Und jedes Mal, wenn ein Kongress-Trailer geteilt wird, ist das natürlich aus dem Kontext heraus. Heißt, es fehlt die Vorinformation und das, was danach kommt, und wir schneiden es nicht. Das heißt, wir entscheiden nicht in dem Moment, was in dem Kongress-Trailer hier geteilt wird, zu euch und für euch. Und ich lade euch ein, weil ich immer wieder beobachte, dass es dann Leute gibt, die Fragen stellen und sagen, ich verstehe das nicht ganz, oder einfach, wo sie sagen, wie geht's denn weiter? Das liegt daran, dass es einfach diese Kongress-Trailers sind. Ich mache sehr viele Kongresse im Moment und nehme auch immer wieder, wenn ich die Zeit habe, weitere Kongresse an. Das heißt, ihr findet immer wieder mal Kongress-Trailer, aber natürlich ist mein YouTube-Kanal nicht bestehend rein und alleinig aus Kongress-Trailern. Das kommt vor, immer dann, wenn ein Kongress da ist. Die Mehrheit der Videos möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr machen, dass ich sehr viele persönliche Messages mache für euch, da ich euch begleiten möchte durch das ganze Jahr, was durchaus sehr turbulent ist. Okay, gut, zu der Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ich möchte hier ein Beispiel mit dazu nehmen, wie ich arbeite. Viele, die mir schon folgen, wissen, dass ich mich als multidimensionales Wesen sehe und ich aus dem Hybridisierungsprogramm bin, ein Hybrid bin, der Teil Mensch, Teil Plejadisch ist. Und das ist aber nicht letzten Endes die Ursache dafür, dass ich so bin, wie ich bin, sondern einfach den Zustand, den ich mir erarbeitet habe, ist, dass ich nicht gebunden bin mehr in diesem Körper. Das heißt, ich verlasse meinen Körper, gehe in die Astralwelt, wann immer ich es möchte, wann immer es für mich angebracht ist oder wenn ich dort arbeiten gehe. Ich arbeite auch nicht nur astral auf verschiedenen Ebenen, sondern ich bringe mein Bewusstsein in unterschiedliche Versionen und unterschiedliche Versionen der Erde mit meiner Entscheidung, weil ich es möchte. Und es geht hier nicht nur um einen Realitätsjump oder einen Perspektivwechsel, den ich einnehme, sondern ich gehe physisch in andere Versionen von mir, indem ich mein Bewusstsein aus einer Version herausnehme und in die andere Version gehe und dann von dort beginne, mit den Kollektiven zu arbeiten. Das ist auch der Grund, weshalb immer wieder mein Aussehen anders ist. In allen Videos sehe ich anders aus, weil ich immer in verschiedene Versionen von mir gehe. Und hier ist die Basis, natürlich die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und die meisten Menschen haben nicht den Zugang zu ihrem Unterbewusstsein. Die meisten Menschen leben in ihrem Bewusstseinsspektrum. Und daher kommt aus meiner Perspektive auch die Idee, dass nur zwischen 5 und 15, manchmal 20% des Gehirns genutzt werden. Das ist nicht richtig. Es wird immer das ganze Gehirn genutzt. Aber das Bewusstsein ist meistens nur bei zwischen 5 und 10 und 15, 20% überhaupt verlagert. Der Rest von dem, was ich nicht bewusst habe, was mir nicht bewusst ist automatisch in meinem Unterbewusstsein. Und nicht nur das Unterbewusstsein hat auch noch unbewusste Ebenen. Das, was mir im Bewusstsein ist das, was meine Persönlichkeit formt, das, mit dem ich meine Realität bewege, durch
dass ich mich in meiner Realität bewege. Das heißt, mein Bewusstsein ist eine formende und strukturgebende Komponente, durch die ich erfahren kann, dass zum Beispiel das eine nicht das andere ist. Dass zum Beispiel hinter mir, dass ihr seht, das eine ist eine Palmenpflanze und das andere ist eine Strelizie. Und das ist nicht nur, ich habe euch jetzt die Namen gegeben, vielleicht kanntet ihr die Namen nicht, weil ihr euch für Pflanzen nicht interessiert. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass diese Pflanze nicht diese Pflanze ist und dass diese Pflanze andere Qualitäten und Komponenten hat als diese, weil diese Pflanze hier mit den großen, schönen Blättern sitzt in meiner Wohnung, aber die Pflanze dahinter, außerhalb, das heißt, sie haben andere Qualitäten und andere Art und Weisen, zu überleben, andere Bedürfnisse. Und so hat auch die Pflanze ihre ganz eigenen Manifestationsideen und Konzepte, mit der sie ist und nicht eine andere Pflanze. Und genauso könnt ihr euch vorstellen, formt ihr mit eurem Bewusstsein eure Perspektive. Das ist eine Drinnenpflanze, das ist eine Draußenpflanze, weil es ist bewusst, dass ich hier drin sitze und nicht draußen und so weiter und so fort. Aber es geht noch viel komplexer natürlich. Es ist nur an der Oberfläche jetzt von dem, was ich sage. Es ist auch sogar, dass ihr, wisst, das ist eine Kugel, die ist blau und da sind schöne goldene Zeichen drauf und ich habe blonde Haare und habe helle Haut und keine dunkle Haut und. Und mit dem, wie ihr die Welt übersetzt, das ist in eurem Bewusstsein. Aber in eurem Unterbewusstsein wird die Welt erst geformt. Das heißt, in eurem Unterbewusstsein sind Ideen, Konzepte und all das, mit denen ihr euren Körper formt und die Realität sogar auch, weil ihr erschafft eure Realität von innen nach außen. Aus eurer Seelenessenz erschafft ihr über den Menschen das Portal, über die Genetik das Menschenportal. Und erfahrt die materielle Welt und noch darüber hinaus erschafft ihr alles, was ihr erfahren könnt, physisch und nicht physisch. Alles, was ihr durch eure Augen sehen könnt und nicht sehen könnt, wird alles über euer Unterbewusstsein gesteuert. Und so habt ihr in eurem Unterbewusstsein Zustimmungen, Übereinkünfte, Ideen und Konzepte, dass zum Beispiel hier in meinem Fall, meine Haare sind blondiert, hier in den Ansätzen, einmal durch die Sonne und durch Salzwasser, aber auch durch Nachhilfe vom Friseur. Gleichzeitig ist das meine eigentliche Haarfarbe und das kann ich mit meinem Bewusstsein verändern. Aber das hier mit meinem Bewusstsein eher schwierig, weil ich in meinem tiefen Unterstrukturen in mir die Übereinkunft getroffen habe, dass wenn ich inkarniere, ich helle Haut habe, ich Augen habe, die mal mehr und mal weniger wechseln und meine Haarfarbe diese ist, die ich hier in meinem Ansatz habe. Und das heißt, ich kann die Entscheidung treffen, meine Haare zu färben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber unterbewusst manifestiere ich mir über meine Genetik als die Seele, die ich bin, mir meine Haarfarbe, meine genetische Haarfarbe. Und hier bilden sich die eigentlichen Realitätsstrukturen. Über euer Unterbewusstsein manifestiert ihr buchstäblich alles. Deswegen ist ein Stein, ein Tisch, ein Tisch. Ein Hund, eine Katze und diese Pflanze und nicht diese Pflanze. Weil ihr es in euch aussendet. Ihr erschafft die Frequenz in eurem Unterbewusstsein, strukturiert mit euren Ideen und Konzepten und Übereinkünften. Das ist soweit die Basis der Realitätsfabrik. Aber wie komme ich jetzt von meinem Bewusstsein in mein Unterbewusstsein? Und wie kann ich erkennen, was ich bewusst strukturiere und erschaffe und was ich unbewusst strukturiere und erschaffe? Bewusst ist ganz simpel. Das, was ihr seht, das, was ihr erkennt, macht ihr bewusst. Das, was ihr nicht offiziell seht und erkennt, was euch nicht bewusst ist, dass ihr es permanent erschafft oder nur in einem gewissen Grad bewusst ist, das erschafft euer Unterbewusstsein. Und deswegen sage ich auch immer, ihr befindet euch immer nur in eurer Energie. Ihr könnt immer nur in eurer ganz persönlichen eigenen Energie eure Welt erschaffen und sehen. Und das ist damit gemeint. Nicht nur hier, sondern hier, euer Herz, das formt letzten Endes eure gesamte Realität. Und damit natürlich die Seele. Herz und Seele sind für mich fast ein und dasselbe. Natürlich könnte jetzt ein Arzt sagen, ja, aber das Herz ist physisch und wenn du gehst, dann ist die Seele weg. Ja, aber die Seele erschafft das Herz. Kann man sich drüber streiten, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Eigentlich das Huhn, weil ohne Huhn kein Ei.
Auf der anderen Seite könnte auch das Ei zuerst da gewesen sein, weil wenn nämlich das Ei zuerst da ist, kann aus dem Ei heraus eine Evolution entstehen, die erst das Huhn erschafft und davor war es einfach nur ein Vogel. Philosophie 2.0. Ich mache kurz das Licht an im Hintergrund. Oh nein! Ich kann kein Licht an, ich wollte euch gerade mehr Licht machen, dass ich nicht so im Dunkeln sitze, weil bei mir die Sonne langsam untergeht. Aber ist nicht schlimm. Dafür ist dieses Video wenigstens authentisch. Okay, gut. Wenn ihr also beginnt, durch die Realität zu sehen und zu gucken und alles, was ihr seht, erkennt als ich erschaffe es aus meinem Unterbewusstsein und keine Grenzen mehr bildet von wegen, das erschaffe ich nicht, das erschaffen die anderen, sondern auch die anderen erschafft ihr in einer gewissen Art und Weise, in einem ganz weiten Spektrum, weil ihr seid eine Seele, die eine menschliche Erfahrung hat. Ihr seid ein Mensch, der über die Seele materiell sich auch mit erfährt. Es ist eine Co-Kreation, es ist das Und. Und nicht entweder oder, sondern das Und, das Zusammen, das Entweder und das Oder. Und sobald ihr beginnt, hier in eurer Realität euch umzuprogrammieren, dass alles von euch erschaffen wird, dann ist der nächste Schritt zu fühlen, dass ihr all das erschafft. Zu fühlen, wie ihr eure Haare in der Haarfarbe wachsen lässt. Zu fühlen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass ihr hellhäutig oder dunkelhäutig oder karamellfarben seid. Dass es eine Entscheidung ist, dass ihr ein Mensch seid und dass ihr kein Baum seid oder kein Kristall, kein Hund, keine Katze. Und gleichzeitig aber auch fühlt, ihr seid die Katze. Und hier ist der große Punkt, wo die allererste Barriere schmelzen darf. Das fängt wirklich an mit diesen simplen Übungen, dass ihr beginnt, euch zu fühlen als die Pflanze, zu fühlen, wie die Energie von eurer Seele durch die Pflanze kommt, wie eure Energie eurer Seele durch die Lampe kommt, wie die Energie und die Essenz eurer Seele durch mich hindurchkommt zu euch. Denn nichts anderes bin ich. Ich bin immer eine Co-Kreation von euch allen. Ihr hört immer nur das mit euren Ohren, was ich sage. Ihr seht immer nur die Version von Lia, die Teil eures Bewusstseins ist. Ich bin eine Manifestation und eine Co-Kreation des Kollektives der Menschen und darüber hinaus, wo ich auch noch bin. Okay, also, ich lade euch ein, erstmal zu fühlen, bevor wir den nächsten Schritt gehen, wie ihr eure Energien zu euch zurückkommen in eure Realität, wie ihr euch erfahrt über außenstehende Dinge, über Dinge, die von außen kommen, die vielleicht als Illusion kommen, als etwas nicht ihr, aber es trotzdem eure Essenz in sich trägt. Das ist der allererste wichtige Punkt, bevor man ins Unterbewusstsein gehen kann. Das ist sozusagen das Aufweichen des Unterbewusstseins, weil das Bewusstsein hat gelernt, Grenzen zu ziehen. Das Unterbewusstsein integriert die Grenzen. Okay, der nächste Schritt ist, dass ihr die Augen schließt und dass ihr beginnt, hier eure Energie zu fühlen. Und zwar ohne zu bewerten. Das Bewusstsein mal nicht zu nutzen und zu bewerten, das ist positiv, das ist negativ, die Energie fließt gut, die Energie fließt schlecht, hier ist hell, dunkel, bla 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 bla. Das ist alles nur der Verstand, euer Realitätsübersetzer, der das Bewusstsein formt. Und hier beginnen zu atmen und zu fühlen und nicht zu bewerten, sondern zu versuchen, einen Moment der Stille zu erschaffen. Im Buddhismus ist das die erstrebenswerte Meditationstechnik, keine Gedanken zu haben. Ich kann nicht daran arbeiten, keine Gedanken zu haben, aber ich kann mich dafür entscheiden, meinen Fokus zu verschieben, und zwar auf Atmen und Fühlen. Das ist der Schlüssel. Nicht die Gedanken wegmachen wollen oder sich vorzustellen, wie die Gedanken ziehen, sondern zu beginnen, zu atmen und zu fühlen und den Fokus von den Gedanken wegzubringen auf Atmen und Fühlen und immer wenn Gedanken kommen, sie einfach ziehen zu lassen. Hierfür habe ich mehrere Meditationen auf meinem Kanal kostenlos zur Verfügung, dass ihr einfach fühlen könnt und atmen könnt. Der nächste Schritt ist, dass ihr euren Fokus auf euer Herz begebt und beginnt, den Verstand mit dem Herzen zu verschmelzen und einen Zustand von Herzkohärenz zu erschaffen. In dem Moment, wenn ihr mit eurem Bewusstsein in der Herzkohärenz seid,
dann seid ihr eurer Seelenessenz am nächsten. Ihr könnt dann hier in der Herzkohärenz das Portal eures Herzens aufmachen und über das Portal eures Herzens in die Essenz eurer Seele, in eure Schöpferkraft gehen und diese Schöpferkraft kultivieren auf allen Ebenen, indem ihr sie fließen lasst durch euren Körper, durch eure Zellen und durch euer gesamtes Energiefeld. Das ist eine der Basismeditationen und Übungen, die ich immer empfehle und mit denen ich zum Beispiel gerne in den Tag starte und meinen Tag beende, um einfach zu fühlen, wer ich denn eigentlich in Wahrheit bin. Okay, der nächste Schritt wäre dann über die Vermischung des Verstandes und des Herzens und damit der Seelenessenz zu beginnen, hier nochmal nach oben zu gehen und zu fühlen, wo euer Bewusstsein ist. In den Verstand zu gehen und zu fühlen, wo ist denn euer Bewusstsein? Und die meisten fühlen ihr Bewusstsein immer hier um den Kopf herum. Und dann dieses Bewusstsein zu fühlen, zu atmen und kennenzulernen, wo befindet sich denn meine Bewusstseinsblase und wo übersetze ich mit meinem Bewusstsein am allermeisten die Realität. Als nächsten Schritt gehe ich dann über mein Channeling-Portal. Das Channeling-Portal ist direkt dort, wo der Atlas sitzt. Heißt, wenn die Wirbelsäule sich zuspitzt und wo euer Kopf aufsitzt, hier an eurem Atlas befindet sich das Channeling-Portal oder das Channeling-Chakra. Hier an diesem Portal geht ihr einfach nur mit eurem Bewusstsein hindurch und erlaubt, tief hineinzutauchen in euer Unterbewusstsein und dann euch zu öffnen, wenn ihr durch dieses Portal des Unterbewusstseins oder Channeling-Portal gegangen seid. Und dann beginnt ihr hier in diesem Raum zu atmen und zu fühlen und erstmal die Energie des Unterbewusstseins zu spüren. Und meistens ist es ganz normal, dass ihr in diesem Zustand wie Dunkelheit fühlt, wie einen leeren Raum fühlt, was vollkommen normal ist, weil alles in eurem Unterbewusstsein ja noch nicht in eurem Bewusstsein eingelesen ist. Euer Bewusstsein übersetzt noch gar nicht das Unterbewusstsein. Und dann einfach in diesem Raum es kennenzulernen, zu fühlen und ja, wie bei einem ersten Date. Als würdet ihr ganz frisch und jungfräulich euer Unterbewusstsein das allererste Mal kennenlernen, nicht bewerten, nicht abstempeln, nicht klassifizieren und zu schauen, was ist das, wie fühlt sich das an und gleich anfangen zu arbeiten, sondern wirklich erstmal den ersten Schritt zu machen und zu fühlen, wie fühlt sich dann das Unterbewusstsein an und hier es kennenzulernen. Und glaubt es mir, hier macht es keinen Sinn, am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst und den Schritt zu übergehen und zu sagen, ach, die Lia, die hält was zurück, das brauchen wir jetzt noch nicht, das mache ich nicht, ich muss das nicht fühlen, ich fange gleich an zu arbeiten. Dieser Schritt ist wirklich wichtig, dass ihr erstmal euer Unterbewusstsein erfühlt. Dass ihr es erfühlt, ohne da rein zu preschen mit eurem Bewusstsein. Weil wenn ihr nämlich mit eurem Bewusstsein dort reinprescht, was passiert? Ihr beginnt zu projizieren. Ihr projiziert lediglich das, was ihr sowieso schon in euch habt, in euer Unterbewusstsein. Und ihr würdet überhaupt nicht finden, was ihr gar nicht wisst, was ihr finden wollt. Und deswegen lernt erstmal euer Unterbewusstsein fühlen. Und bevor wir weitergehen in die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und der zweite Teil von der Arbeit mit dem Unterbewusstsein dann von mir kommt, würde ich euch einladen, das mal 2-3 Wochen zu machen. Diese Übung zu machen, die Herzkohärenz zu etablieren und erstmal zu fühlen, euer Unterbewusstsein kennenzulernen, sprich auf ein Date mit dem Unterbewusstsein zu kommen. Und in 2-3 Wochen machen wir weiter mit der nächsten Folge und ich empfehle euch dran zu bleiben, weil ich habe noch vor, ein weiteres Video zu teilen, auch hinsichtlich wieder ET-Info, extraterrestrische Information, Alien-Information sozusagen, über die Infiltration der Galaktischen Föderation und auch ein paar New Age-Konzepte möchte ich rausnehmen und euch ein bisschen Perspektive geben, wie es sein kann, dass die Galaktische Föderation infiltriert ist und wie überhaupt die verschiedenen Strukturen auf der Erde sind. Also bleibt gerne dran, lasst mir gerne eure Kommentare und eure Ideen und Gedanken in den Kommentaren zurück und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich über ein Abo und wenn ihr findet, dass das Video und das, was ich teile, wertvoll ist für euch und für andere, dann lade ich euch ein,
meinen Content zu teilen mit euren Freunden und denen, wo ihr fühlt, dass es stimmig ist. Aber ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video, wo ich ein bisschen in die Galaktische Föderation gehen möchte und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern will. Also, bis ganz bald. Von meinem Herzen zu eurem Herzen. Ich liebe euch. Bis dann, eure Lia.